Die letzten 82 Tage habe ich so verbracht, in Dunkelheit. Denn in diesen 82 Tagen hatte ich jeden einzelnen Tag Migräne. Ich bin eigentlich ein Mensch, der immer hunderte Ideen im Kopf hat und meine Freunde können das definitiv bestätigen. Und auf einmal konnte ich nichts mehr machen. Ich lag einfach nur im Dunkeln und sah zu, wie die Zeit verging. Aber in diesen 82 Tagen habe ich etwas verstanden. Das Leben ist kurz. Und ich möchte keine Zeit mehr damit verschwenden, meine Träume immer wieder aufzuschieben, denn ich weiß nicht, was morgen ist. Deshalb beginnt für mich ab heute ein neues Leben. Ich fange noch einmal ganz von vorne an. Und ich möchte mir das Leben aufbauen, von dem ich schon so lange geträumt habe. Ganz oben auf meiner Liste steht natürlich die Migräne. Ich möchte sie endlich loswerden. Und ich bin schon auf einem ziemlich guten Weg. Früher zum Beispiel habe ich jeden einzelnen Tag Migräne gehabt. Inzwischen nur noch ungefähr 2-mal im Monat. Das fühlt sich für mich schon wie ein kleiner Sieg an. Aber bis zu meinem Ziel ist es noch ein weiter Weg. Aber die Migräne ist nicht das Einzige, was ich in meinem Leben verändern möchte. Es gibt noch ein paar Träume, die ich viel zu lange aufgeschoben habe. Und heute möchte ich meinen Startpunkt festhalten. Einen Punkt, auf dem ich später zurückschauen kann, um zu sehen, wie weit ich gekommen bin. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Teil, der mir am peinlichsten ist. Aber wenn ich meinen Weg zu meinem Traumleben wirklich von Anfang an zeigen möchte, dann muss auch das mit rein. Als erstes möchte ich festhalten, wie ich heute aussehe. So habe ich später etwas zum Vergleichen. Wegen meiner Migräne habe ich ein Medikament bekommen. Leider hat es eine ziemlich blöde Nebenwirkung. Man nimmt davon zu. Bei mir waren es in nur 3 Wochen 6 Kilo. Und ganz ehrlich, ich möchte einfach wieder in meine Lieblingsklamotten reinpassen. Okay, jetzt fehlt nur noch die Waage. 60 Kilo. Damit starte ich. So, mein Ziel ist erst einmal wieder 55 Kilo. Jetzt kommt mein zweites Ziel, mein Kinderbuch. Ich habe schon angefangen, aber bis es fertig ist, wartet noch einiges auf mich. Erst muss ich die Geschichte zu Ende schreiben. Danach kommen die Illustrationen, das Cover, das Formatieren und am Ende lade ich das Buch bei Amazon hoch. Mein drittes Ziel ist Englisch. Ich habe gerade einen Test gemacht und bin momentan auf dem Niveau A2. Ziel Nummer 4 ist My Thriller. 4 Kapitel sind schon geschrieben, aber als ich sie noch einmal gelesen habe, habe ich gemerkt, dass ich lieber noch einmal von vorne anfangen möchte. Im letzten Jahr hat sich in meinem Leben ziemlich viel verändert. Ich habe mich selbst stark verändert und deshalb sehe ich diese Geschichte heute, glaube ich, anders. Und mein 5. Ziel hätte ich fast vergessen: gesunde Ernährung. Ich würde nicht sagen, dass ich mich schlecht ernähre, aber ich muss meine Ernährung an mein neues Ziel anpassen. Wenn ich abnehmen und gleichzeitig Muskeln aufbauen möchte, muss ich auf genügend Eiweiß achten und ich möchte auch darauf achten, dass mein Körper alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe bekommt. So, die Ziele stehen fest. Für jedes Ziel habe ich jetzt einen Ausgangspunkt. Genau damit starte ich heute. Und später kann ich daran messen, was ich wirklich erreicht habe. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, die Planung. Was muss ich konkret tun? Und was sind meine allerersten Schritte? Als erstes geht es um Sport.
Ich möchte 3-mal pro Woche Krafttraining machen und 2-mal pro Woche meine Haltung trainieren. Das ist mir wichtig, weil eine gute Haltung auch gegen Kopfschmerzen helfen kann. Diesmal will ich es ein bisschen anders machen, nicht gleich eine Stunde trainieren, sondern mit 15 Minuten anfangen und jede Woche kommen dann 5 Minuten dazu. Mein Ziel ist nicht perfekt zu sein, mein Ziel ist einfach dran zu bleiben. Nun kommen wir zur gesunden Ernährung. Das Lustigste ist, eigentlich habe ich in der Notion schon eine Datenbank mit all meinen Lieblingsrezepten. Trotzdem schaffe ich es fast jeden Tag wieder vor dem Kühlschrank zu stehen und zu überlegen, was ich essen soll. Ich überlege so lange, bis ich irgendwann keine Lust mehr habe zu kochen und einfach das esse, was gerade da ist. Wie ihr euch denken könnt, funktioniert das nicht besonders gut. Deshalb habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ChatGPT Zugriff auf meine Rezepte-Datenbank Notion gegeben und gebeten, mir daraus einen Wochenplan zusammenzustellen. Jetzt bekomme ich für alle 7 Tage einen kompletten Plan mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und einem Snack. Dazu gibt es eine Einkaufsliste, eine Liste mit allem, was ich vorbereiten muss und zu jedem Gericht einen Link zum passenden Rezept. Das ist einfach genial. Mein Kopf ist endlich frei von diesen nervigen Gedanken und ich muss nicht mehr in der Küche stehen und überlegen, was ich heute kochen könnte. Es ist alles geplant, ich schaue in meinen Plan und lege einfach los. Vor allem sind das alles Gerichte, die ich schon ausprobiert habe. Ich weiß, dass sie lecker sind und dass ich sie wirklich gerne mag. Gut, das wäre also auch geplant. Als nächstes muss ich meine Englischstunden einplanen. Ich möchte wirklich jeden Tag etwas machen, mindestens 20 Minuten. Und an den Tagen, an denen ich mehr Zeit habe, lerne ich 1 Stunde. Jetzt fehlt eigentlich nur noch mein Thriller. Ich möchte es mit der Methode von Stephen King versuchen. Er schreibt jeden Tag ungefähr 1000 Wörter. Und ich dachte mir, warum probiere ich das nicht auch so? Ja. Das Problem ist nur, dass ich im Moment nicht besonders viel Freizeit habe. Ich bin Mama, meine Tochter ist 10 und natürlich braucht sie mich noch. Dann habe ich meine Arbeit, ich möchte regelmäßig Sport machen, weil meine Gesundheit für mich gerade wirklich an erster Stelle steht. Und Englisch muss ich auch lernen, weil ich es für meine Arbeit brauche. Und alles, was danach noch an Zeit übrig bleibt, möchte ich fürs Schreiben nutzen. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie lange man für 1000 Wörter braucht. Deshalb mache ich jetzt erst einmal eine Testwoche. Ich versuche jeden Tag 1000 Wörter zu schreiben und schaue einfach, wie lange ich dafür brauche. Wenn ich merke, dass es jedes Mal länger als 1 Stunde dauert, dann gehe ich auf 500 Wörter runter. Denn am Ende ist mir wichtiger, dass ich regelmäßig schreibe, als dass ich mich an irgendeine Zahl festhalte. Und falls ihr jetzt Tipps erwartet, wie man Migräne los wird, leider habe ich die nicht wirklich. Ich weiß nur ein paar Dinge über mich selbst, zum Beispiel, dass Zucker bei mir Migräne auslöst. Außerdem habe ich eine Zeit lang ein Migräne-Tagebuch geführt und dadurch ein paar Zusammenhänge erkannt. Bei mir wird Migräne vor allem durch Stress ausgelöst und dadurch, dass ich zu lange ohne Pause am Computer arbeite. Mein Arzt hat mir eine sehr niedrige Dosis von einem Antidepressivum verschrieben, weil Antidepressiva, wie sich herausgestellt hat, auch Kopfschmerzen verbeugen können. Und ehrlich gesagt, das ist gerade das, was mir wirklich hilft. Und ich merke, wie meine gute Stimmung langsam wieder zurückkommt. Und das fühlt sich richtig gut an. Also, das ist mein Neustart.
Heute ist der Tag 1 meines neuen Lebens. Abonniere den Kanal, wenn du die Geschichte verfolgen möchtest. Und ich habe eine Bitte an euch. Schreibt bitte in den Kommentaren, wenn ihr einen Habit-Tracker führt und welche Gewohnheiten ihr darin festhält. Das werde ich sehr gerne lesen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann.